sei mit euch. Ich heiße Sie alle ganz herzlich an diesem 14. Sonntag nach Pfingsten willkommen und grüße Sie mit dem Wochenspruch aus dem Römerbrief. Und alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Heute das Eingangslied ist 243, 1-4. Lob Gott, getrost mit Singen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe stehet im Namen des Herrn. Lasst uns nachdenken und in Stille vor Gott aussprechen, was uns beschämt und was uns lähmt.
Gott unseres Lebens, als Menschen guten Willens sind wir jetzt versammelt und doch im Gewissen überführt, dass auch anderes in uns steckt, was nicht gut ist. Hinhaltender Widerstand gegen dich, tötende Gleichgültigkeit gegen unsere Mitmenschen, unheilbare Verlorenheit an uns selbst. Erbarm dich unser und vergib uns unsere Sünde, Herr. Dabei sind wir an vielen beteiligt, was wir nicht wollen. Aber was du willst, dringt nicht so tief in uns hinein, dass es Mut zum Widerstand erwecken könnte. Und so bitten wir dich, sieh uns an, richte uns auf und vergib uns um Jesu Willen. Lieber Brüder und Schwestern, der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere Schuld. So bezeugt das Evangelium. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lob sei dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Psalm 51. Ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem sich David mit Bathseba vergangen hatte. Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was dir missfällt. So behältst du Recht mit deinem Urteil. Rein stehst du da als Richter. Entsündige mich mit Isop, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Sättige mich mit Entzücken und Freude. Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel. Ein Volk
Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Gott, du suchst, was verloren ist. Du gibst nicht auf, keinen von uns. Du hältst durch mit deiner Liebe, bis das Leben siegt. Gib uns von dieser Kraft für uns und für andere. Leite uns, das Verlorene zu suchen und in der Liebe zu bleiben. Durch Christus, unseren Heiland. Amen. Heutes Erstlesung ist auch heutes Predigtslesung aus 2. Mose 32. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hatte. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben. Sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Das Wort Gottes. Amen. Heute zweite Lesung kommt aus 1. Timotheus 1. Paulus schreibt: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem aller Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sie Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Dein Wort ist meine Füße Leuchter und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja, Halleluja.
Das Evangelium kommt aus Lukas 15. Es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wen er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, wird Freude sein vor dem Engel Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das Evangelium Christi. Wir zusammen das nizenisches Glaubensbekenntnis bekennen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am 3. Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Heute das nächste Lied ist 401, 1-4, Liebe, die du mich zum Bilder. Deine Gottheit hast gemacht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. This morning, I'm going to spend some time with you looking at our first lesson from Exodus, second book of Moses. The story about how the Ten Commandments came to us. It's a well-known story, a complicated story, and in today's reading that you heard a few moments ago, it's the shameful story about the golden calf and the faithlessness of Israel and the burning rage of God and the pleading of Moses on behalf of the people and the suspenseful decision of God to change his mind, which is something that God doesn't do very often. It's quite a story indeed. But at the heart of this story really is that it's a story about trust, about the people's anxiety and their lack of trust in God, and how it can happen that anxiety and fear can take a chokehold on you, dull your senses, muddy your memory, and fill the land with forgetfulness. Because that's what happened to Israel. They had just finished crossing the Red Sea. The wonderful miracle of the parting of the Red Sea was still in their recent memory. It was still fresh in their memories. God had parted the waters. God had wiped out the Egyptians. God had set the people free. And since that day, they have been led through the desert by the very visible presence of God in the form of a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Which one of us wouldn't have loved to have had such signs of God's presence to guide our journey through our deserts? What a gift it was for Israel. And when they got to Mount Sinai, God called Moses to come up to the top of the mountain. And Moses went up, and he was gone for a long, long, long time. And the people decided that he was gone too long. And they started to wonder and worry, and they became anxious and afraid, and they began to forget. And the people cried out, "Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." It's hard to believe how quickly Israel forgot their history. And so the rumors start to spread among the people. Moses has been gone too long up that mountain. He isn't coming back. We are on our own. God has abandoned us out here in the desert. And suddenly the God who had just parted the Red Sea, who led the people day and night, who provided manna from heaven, food and water, has packed up and moved on. You see what happens? Fear and anxiety chokes our senses. It clogs up our memories. It cuts off the oxygen flow to the brain, and before we know it, what are we doing? We're melting our golden earrings and our bracelets. We're building a golden calf, putting it on a pedestal and announcing, "We've solved our problem. We have made a new God. We have a new God." Fear and anxiety chokes us and strangles the sense out of us. And God's love and faithfulness and leading hand are forgotten in an instant. The ink on the tablets of the Ten Commandments aren't even dry, and already the commandments are broken. God looks down from the mountain and sees the golden calf that the people have constructed because they were afraid. The God of righteousness and justice will not have it. And God says, "These people don't deserve to be led anywhere by me, Moses. I have decided I will destroy them all, and you and I will start over again." And Moses, of course, seeing the writing on the wall, steps in. Arguing with God is a tricky business, but Moses does his best. And only Moses could get away with such a thing. You'll notice in today's reading that Moses doesn't make any excuses for Israel's behavior.
Instead, Moses makes 3 arguments trying to get God to change his mind. First thing Moses does is he appeals to God's reasonableness. He says, God, it makes no sense to so quickly destroy a people that you have just delivered. Secondly, Moses appeals to God's reputation. Moses says, what will the neighbors think? What kind of God saves a people with one hand only to destroy them with another? And finally, God reminds God of his promise. He said, God, you promised that this nation would multiply and inherit the land. God, you made a commitment to Israel, and you need to keep your word. Solid arguments, all of them. It's quite unbelievable to think that a human argument can ever change God's mind. No one can tell God that God can't do anything, or that God must do anything. So it wasn't a matter of Moses convincing God of anything. That's impossible. God doesn't need to be reasonable or worry about his reputation. Even God's promise is not binding unless God chooses to make it so. No, this conversation between Moses and God is about something very different. This is a story of a unique relationship between God and Moses. It's not because of Moses' speech that God's mind is changed. It can only be because of who Moses was. Because of God's love of Moses and the fickle, failing, and feeble people that he led. God spared Israel. Love is what saved Israel. What else could it be? And so as the story goes, God and Israel carry on the road together. And we know that Moses will be working hard on engraving some memories into the hard drive of these stiff-necked people. For one thing, the Exodus was never to be forgotten. And until to this very day, Jewish people celebrate the Passover meal, at the beginning with the words, "Once our ancestors were slaves in Egypt." Anxiety and fear would no longer be an excuse. Remember what God has done for you, Israel, and then obey and trust and follow. So that's the old story of the Exodus and the golden calf and God's forgiveness. So what about us today? What about you and me? What does this old story have to say to us? Well, let me start with this question. Are we ever really very far from building our own golden calf? It's not that hard to personalize this story about the golden calf. It's not that far off or far away, really. When we face an unknown future, when we are anxious, when we panic about tomorrow, what does it often do to us? It leads for us to think, we begin to think irrational thoughts, and we tend to forget, just like Israel did. We start to believe that you are utterly, completely alone in the face of an uncertain future. And this can be terrifying. And so our knee-jerk reactions take over. We act before we think. We start to question God. Has God abandoned me? What can I do? We build our own golden calves. We clamor to find a security blanket or build bigger walls to protect us or bury our treasures, instead of calmly sitting together and remembering the faithful deeds of God in your life in the past and God's promises for the future. This is one of the most important reasons that we gather together in this place every Sunday. We are here to remember together, because on our own we often forget. We are here to remember where we came from, to hear the stories again and again of what God has done for us in the past, and to be reassured of God's constant love and guidance for our future. That's why we're here, to hear the old story once again of God's amazing love for us in Jesus. To be reassured that we are not alone,
that we are loved and we are led. Anxiety is all around us and among us, and worst of all, within us. Anxiety seems to be stronger than ever in our world. I don't have to list the reasons for this rise. They rise to meet us every morning. A friend recently confided to me and said this. She says how she has this knot in her stomach that is a constant companion every morning when she rises, every night when she lays down to sleep. Now I know that anxiety comes for many reasons, but surely one reason remains near the top: our fear of being alone, of being leaderless, of being abandoned, of being forced to find our own way in this world. And when this fear grips us, our hands get itchy, and we start building. We start building our own golden calf, something other than God to rely on, something of our own making to lean on, to depend on, to kneel before. We want security. We want assurance that tomorrow is not just a wide open, dusty desert road that leads to nowhere. So we do stand with Israel. Do you see today? We are out in the desert with them. And just like Israel, we so easily forget who it was who has gotten us this far. And just like Israel, it takes hardly anything to set us off, shaking in our boots and crying out, "Where is God now? Has God left me? Has God forgotten me?" How do we manage such anxiety? For Israel, it is hearing their story again and again and again, the Exodus story that begins, "Once our ancestors were slaves in Egypt." The story of the God of the Exodus, the God who delivered them once, who would not abandon them now. Why are we here? We are here to manage our anxiety, to prevent the building of a golden calf. That's why we're here, to listen to the story again. I want to tell you a story, one more. And I know you've heard it many, many times before. And I will pray that you will hear it many, many more times in your life. It's a story about where we've come from and where we're going. I'm sure you've heard it before, and you're going to hear it again in a few moments. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da beraten ward, nahm das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib für euch gegeben. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Zu meinem Gedächtnis. Just like Israel, we need to hear our story as often as we can. The story that begins, in der Nacht, da verraten ward. He who crossed into death for our sake also rose from the grave to deliver us. And this Jesus has gone nowhere. But thanks be to God, he is truly present with us when we receive the bread and the wine that we are about to receive. Can we ever hear this story too often? I think not. And I must say here that we do not simply believe that receiving Holy Communion miraculously takes away all of our fear and anxiety and worry from our lives. It doesn't work that way. This meal is not a sedative or magic or a cure-all, but I know that if I call myself Christian, then this meal confronts me every time I eat and drink it. I am confronted with the heart of the matter.
The God who Christians worship is the God who raised Jesus from the dead. And true to Jesus' words himself, when we eat and drink, the risen Jesus is present, really and truly present with me now in the bread and the wine. And today all we've got is this promise that in this bread and wine in our hand, Jesus is here. Is that enough to lead us? Is that enough to free us from anxiety and fear for this day? Is this promise enough for you, friend? Or do you need to build a golden calf? Do you need still something else to lean on for backup, just in case? In the desert we all stand, facing an unknown future always. But in this little bit of bread and mere sip of wine, Jesus says, children, I am here. I am here. Your future is known to me. It is mine, and so are you. Will you follow? Is my promise enough? In der Nacht, da verraten ward. Hear the story again. Remember again. Receive again. And ask yourself, is it enough? Will it be enough for me, desert wanderer? Will it be enough for you, disciple? Be not anxious. Be not afraid. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute das Predigtslied ist 218, 1 bis 3 und 6. Ego liber sie
Lasst uns beten. Gütiger Gott, in Christus kommst du uns nahe und mit deinem Geist verwandelst du die Welt. Zu dir kommen wir mit unserem Hoffen und Bitten. Wir danken dir, dass du deine Kirche leitest durch die Zeit. In Schwachheit lass uns stärker finden in dir. In Demut senden uns zum Dienst an den Armen. Mit Sorgfalt lass uns dein Wort hören. Mit Weisheit deinen Willen erkennen. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Wir beten für die Menschen der James Smith Cree Nation und Weldon, Saskatchewan, die an diesem Tag den Verlust geliebter Menschen betrauern. Möge Frieden und Heilung kommen, Menschen und Hilfe zur Verfügung stehen und mit ihnen durch ihre Trauer zu gehen. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Wir danken dir für den Frieden in unserem Land und bitten dich für alle Orte, wo Krieg herrscht. Besonders denken wir an die Menschen in Ukraine, Korea, Israel und Palästina, Afghanistan. Wir für Frieden beten. Mach ein Ende der Gewalt, lass Verletzungen und Wunden heilen, lass Versöhnung möglich werden. Wir rufen zu dir. Gracious God, we give thanks for the life of your servant, Queen Elizabeth, Queen of Canada, for her faith and her dedication to duty. Bless our nation as we mourn her death, and may her example of service continue to inspire us. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Wir danken dir für unsere Familien und Freunde. Wir bitten dich für alle Menschen, die in Familien, Partnerschaften und Lebensgemeinschaften zusammenleben. Lass das Miteinander getragen sein von der Liebe. Schenke Achtsamkeit im Umgang miteinander, dass jeder und jeder wachsen kann und einbringen, was du an Gaben geschenkt hast. Heute wir für Ben Bablitz, Kadira Fraser, Ursula Bergt, Monika Zages, Jay Harold und Gerlind Küssling beten und für Laura Hawley. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. In der Stille beten wir für Menschen, die deinen Trost brauchen und für das, was uns am Herzen liegt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gütiger Gott, dir befehlen wir alle und alles an, wofür wir gebetet haben. Nimm dich unsere Bitten an, nach deiner Gnade, rette und erhalte uns durch Christus, unseren Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftig würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben. Mit den Engeln vereinen wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr Zebaoth. Lord.
unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er beraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Es ist alles bereit. Sehet, wie freundlich der Herr ist. Amen. Christi Leib für dich gegeben. 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 Christi Blut für dich vergossen. 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 Geht hin in den Frieden des Herrn. Amen.
für dich gegeben. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Geht hin in dem Frieden des Herrn. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, für deine gesegneten Gaben. Wir bitten dich, du wollest uns durch diese Gaben im Glauben an dich bewahren, in der Liebe verbinden und in uns die Hoffnung auf das ewige Leben befestigen. Um deines Sohnes Jesus Christi, unseres Herrn, willen. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Sitzen Sie sich bitte. Herzlich willkommen, everyone. Well, good morning. Welcome. I want to thank Judy Bauer for filling in for us on very short notice today. Laura Holly, one of our organists, she had COVID this week, unfortunately, I found out. And so she wasn't able, and we've been so thankful that Judy's been able to fill in so far whenever we've asked. So we'll hope to keep the lucky streak going. We appreciate it very much. Laura also said I can tell you that she is pregnant, so she's quite happy about that. And she hopes to be able to play for a while longer yet, so when you see her, make sure you congratulate her as well. So that's big news for her family, and we give thanks for that. Unfortunately, there's no German service next week. I am going to be attending a nephew's wedding in Saskatoon, so I'm taking a week of holidays. There's no German service next week, but after that, we're back on track again. Also, our newsletter, our Thanksgiving fall newsletters are here. They're in alphabetical order, so please stop and take your newsletter, and if you have family or neighbors that you think you can get to soon with the newsletter, that would be great. Save us some stamps. You probably noticed in the bulletin, we're going to have our seniors group again. We're going to have our initial meeting on the 28th of September, and there's information about that in your bulletin, so please spread the word about that as well. We're letting anyone who's a senior come, and we're going to see how that goes, and look forward to that day. Any other announcements? Thank you, Jason, for putting the newsletters together. I don't know if you're here yet or not, but Jason spent a good chunk of yesterday and his busy weekend getting it everything put together, so I want to acknowledge that as well. Heute das Ausgangslied ist 164. Stehen Sie sich bitte. Jesus.
den Frieden des Herrn.